Salam alaikum, meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei uns gibt es heute wieder etwas Vegetarisches zu essen. Und zwar backen wir heute Kartoffel-Blumenkohl-Gratin mit einer leckeren, cremigen Sahnesoße dabei. Sehr lecker und sehr einfach zuzubereiten, dieses Rezept. Und sollte eigentlich als vollständige Mahlzeit vollkommen ausreichen, denn die Kartoffeln darin sind sehr sättigend. Ja, und das ist eigentlich ein sehr leckeres, schnell zuzubereitendes Rezept und das möchte ich euch heute zeigen. Wir fangen damit an, indem wir zuallererst 5 bis 10 mittelgroße Kartoffeln vierteln und dann in dünne Scheiben schneiden. Und die geben wir gleich schon mal in einen großen Topf, wo wir sie dann zusammen mit dem Blumenkohl vorkochen werden. Jetzt geben wir hier gefrorene Blumenkohlröschen hinzu. Das sind etwa 300 bis 400 Gramm. Und dann werden wir auch schon ein ganzes Päckchen Schlagsahne hinzugeben. Dieses Päckchen werden wir dann wiederum mit Wasser ausspülen, also die gleiche Menge Wasser nochmal hinzugeben. Und dann kommt auch Gemüsebrühe hinzu. Das sind etwa 3 gehäufte Teelöffel. Dann geben wir etwas Rosmarin hinzu, also nicht viel, nur einen halben Teelöffel, damit wir hinterher nur einen Hauch von diesem Rosmarin schmecken werden. Das gibt dem Ganzen einen sehr aparten, besonderen Geschmack. Kurz vor dem Aufkochen werden wir dann die Blumenkohlröschen in kleinere Teile schneiden, einfach damit sie alle die gleiche Größe haben und es mit der Garzeit besser hinkommt. Und dann werden wir noch mit Muskatnuss und Pfeffer würzen. Muskatnuss etwa noch einen halben Teelöffel und Pfeffer nach Geschmack. Nach dem Aufkochen drehen wir die Flamme klein und lassen Blumenkohl und Kartoffeln genau 5 Minuten köcheln, nicht länger. Währenddessen geben wir einen gehäuften Esslöffel Parmesankäse und noch etwas gefriergetrocknete Kräuter oder auch frische Kräuter in eine 30 cm große, 15 cm breite Auflaufform. Und nach 5 Minuten geben wir dann die Blumenkohl-Kartoffelmasse in diese Auflaufform und vermischen das nochmal gut mit diesen Kräutern und dem Parmesankäse und werden dann nur noch geraspelten Käse oben drüber streuen. Den Ofen haben wir bereits schon vorgeheizt und nachdem wir jetzt den geraspelten Käse oben drüber gestreut haben, werden wir die ganze Auflaufform in den vorgeheizten Ofen geben, auf Mittelstufe bei 175 Grad Celsius, die ganze Sache etwa 30 Minuten lang backen lassen. Nach etwa 30 Minuten wird der Auflauf fertig sein, der Käse wird goldgelb zerlaufen sein, Blumenkohl und Kartoffeln werden dann butterweich sein, wenn man mit dem Messer hineinsticht, und man kann das Ganze jetzt servieren. Der Kartoffel-Blumenkohl-Gratin verströmt einen herrlichen Duft übrigens und man riecht auch etwas von diesem zarten Rosmarin, der auch da drin ist. Ja, und so sieht es dann aus. Also wir haben etwas Soße auch dabei, wie wir sehen. Und so kann man das Ganze servieren. Duftet herrlich und schmeckt wunderbar das Ganze. Da kann ich euch nur empfehlen, das nachzubacken. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachbacken und inshallah gelingt euch dieses leckere Rezept genauso gut für uns. Dann wünsche ich euch guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen oder beim Nachbacken vielmehr. Und vergesst nicht Bismillah zu sagen. Und inshallah sehen wir uns wieder das nächste Mal. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.